Hey Freunde, heute haben wir kein spezielles Thema für euch. Dafür jede Menge laufende Projekte und Experimente. Der Stand der Dinge. Im Garten sprießt und wächst alles munter vor sich hin. Die Pflanztonnen machen ihren Job und wir haben noch ein paar Zwiebeltürme und ein Baumschiff gebaut. Die Zwiebeltürme waren im letzten Jahr Bestandteil der Hydroponikanlage. Da das Design der Türme noch nicht ganz perfekt war und die Anlage zum Teil Wasser verlor, haben wir die Türme in diesem Jahr anders eingesetzt. Komposterde rein und schon haben Zwiebeln und Erdbeeren darin ein neues Zuhause. Das Baumschiff besteht aus separaten Pflanzkübeln, die wir von außen mit Feldsteinen eingefasst haben. Die terrassenartige Kombination aus Beeten liegt an einem halbschattigen Platz unter Obst- und Nadelbäumen. So können wir später beurteilen, welcher Standort welchen Pflanzen am besten gefällt. Bewässert wird bei uns das meiste inzwischen automatisch. Oder sagen wir halbautomatisch. Pflanztonnen, Gewächshäuser und die Zwiebeltürme verfügen jeweils über separate Wasserleitungen. Wir können sie bereits von einem zentralen Punkt im Gewächshaus ein- und ausschalten. Final werden wir wohl alles über eine App steuerbar machen. Falls ihr Bock auf ein separates Video zu den hier angerissenen Themen habt, schreibt uns gern einen Kommentar. Wir verlinken die Videos dann hier, sobald sie fertig sind. Aktiviert gerne die Glocke, dann verpasst ihr sowieso keine Videos mehr. Den Hühnern geht's gut. Inzwischen sind es schon 5. Wir haben ihnen ein kleines, neues Gehege und einen Stall gebaut. Aktuell versorgen sie uns mit etwa 30 Eiern pro Woche. Sie begnügen sich meist mit Essensresten und dem, was sie so auf dem Grundstück finden. So, dass wir nur wenig zufüttern müssen und bis auf etwas Futterneid kommt auch Herr Schalupke sehr gut mit den Ladies zurecht. Aus der Hydroponikanlage ist in diesem Jahr eine Aquaponikanlage geworden. Es gibt nun 10 Karpfen und einen 1000-Liter-Tank. Die Fische liefern die Nährstoffe für aktuell ca. 80 Pflanzen. Wir probieren gerade aus, was hier so wächst und worauf man achten muss. Klassiker wie Gurken, Tomaten, Salat oder Kräuter wachsen genau wie bei der Hydroponikanlage sehr gut in ihren Granulattöpfen. Darum haben wir auch ein paar ganz andere Pflanzen ausprobiert. Wie auch im letzten Jahr vergleichen wir klassischen Anbau mit dieser alternativen Anbauweise. Das heißt, auf der einen Seite wächst alles in Komposterde in Hochbeeten und auf der anderen Seite pumpen wir Fischwasser im Kreis. Freut euch auf das fertige Video. Wir haben übrigens versucht, bereits im Februar viele Pflanzen mit einer UV-Lampe vorzuziehen. Obwohl alles schon sehr vielversprechend aussah, haben dann doch die Ausläufe des nicht enden wollenden Winters unsere kompletten Jungpflanzen vernichtet. Rückschläge gehören leider dazu. Was noch alles so schiefgegangen ist, packen wir euch bei Gelegenheit in ein eigenes Video. Wir wurden übrigens gefragt, wie wir das mit dem Wohnen im Wohnwagen eigentlich im Winter machen. Gar nicht. Glücklicherweise liegt mein Elternhaus im gleichen Ort, sodass wir bei zu krasser Witterung einen Platz zum Ausweichen haben. Bevor es kalt wurde, hatten wir dazu noch das große Glück, eine kleine Feuerwehr im Ortskern beziehen zu dürfen. Hier haben wir uns nun die Zentrale der Macht eingerichtet. Unser kleines Studio. Bevor wir hier anfangen konnten, die Videos des Sommers zu schneiden, mussten wir erstmal renovieren und für fließend Wasser und Abwasser sorgen. Die dorfzentrale Lage der Feuerwehr hat uns veranlasst, einen Sichtschutz auszutüfteln. Inspiriert von der Bauweise der Earthships von Michael Reynolds haben wir angefangen, Sand in leere Reifen zu kloppen und damit einen Wall hochzuziehen. So können wir hoffentlich die Außensaison geschützt vor Wind und gewärmt von einem Rocket Stove verlängern. Die Reifen werden später mit Zement oder Lehm verkleidet. Das sieht dann hoffentlich aus wie ein richtiger Felsen. Wir dokumentieren die Arbeitsschritte für euch. Freut euch auf ein eigenes Video dazu, sobald unser Wall fertig ist. Viele Ankündigungen. Fehlt noch was? Richtig, der Wohnwagen. Wir schlafen seit Ende April wieder draußen. In diesem Jahr haben wir allerdings aufgrund der Möglichkeiten, die uns die Feuerwehr bietet, auf das Vorzelt verzichtet. Eine komplette Roomtour und unsere Erfahrungen zum Thema Leben in einem Wohnwagen nebst kleiner Energiebilanz kommen auch bald.
Ihr ahnt es sicher, in einem eigenen Video. Freunde, das war ein kurzes Update von uns. Die hier angekündigten Videos entstehen gerade. Schreibt uns einen Kommentar, wenn euch ein Thema besonders interessiert. So fällt es uns leichter zu entscheiden, welches Video wir als nächstes rausbringen. Wir freuen uns über die ganzen neuen Abonnenten, die aufkommenden Fragen, die wir versuchen Stück für Stück zu beantworten und den ganzen Zuspruch. Echt danke. Schaut gerne unsere anderen Videos und besucht unsere Internetseite www.faun-ev.de.